Hi, wir gehen heute zu The Tree. Was erwartet euch? Nudeln, ein bisschen Sichuan-Geschmack, aber auch eine Fusion-Komponente, lauter kleine Snacks und einen richtig geilen Nachtisch. Lass uns reingehen.现做的，没有那种就是预制，基本上都是做多少卖多少这种，而且很快出，量很大。Okay. Also Beispiel die Vorspeise von meiner Empfehlung, diese Geräusche-Tofu. Oh, hier, gucke, die machen wir. Lazi Jimian. Lazi Jimian ist in Chengdu für vielleicht 5 Jahre so eine richtige Hype. Ja. Und jetzt gibt es die gar nicht mehr. Okay. Ja, wieder ausgestorben. Ich möchte es probieren. Ah, okay, ihr macht einfach immer nur, wenn es scharf ist, macht ihr eine Chili dran. Ihr macht nicht so Level oder so. Wie hoch geht's bei euch? Naja. Zhongla, Tela, Zhaoqila, Lasele. Ich habe gerade so ein Tryout gemacht für Chili Contest. Deswegen vielleicht Zhongla ist okay. Ich habe schon Bauchschmerzen. Also wir machen Doha Mian und wir machen Lazi Jimian. Dann machen wir Zhonian Tangyuan. Genau. Beauty-Tee oder Longevity? Ich will lang leben. Komm, ein lange Leben-Tee noch. Guckt mal den Tee. Hier drinnen gibt es eine Qualle. Deswegen lebt man dann länger. Aber chinesischer Tee funktioniert immer. Du kriegst entweder Blümchen oder hier, du kriegst immer ganze Stücken. Dann entfaltet sich das und die Aromen aus den einzelnen Zutaten gehen dann ins warme Wasser und machen einen schönen Tee. Und zum Beispiel diese Tee hast du sehr oft so in Chengdu, dass du Hongzhao und dann so hier Goji-Beeren. Aber er ist ein bisschen dunkel geworden. Ich muss auch mal überlegen. Sehr gut. Der Tee ist sehr gut für meine 4 Chili im Bauch. Kein chinesisches Restaurant ohne Gurkensalat. Okay. Das ist so ein Mix aus ölig und ein bisschen Essig.
Sesamöl und ein bisschen scharf. So. Ich glaube, heute mein Schärfe-Ranking, das funktioniert heute nicht. Ich habe schon vier Chili gegessen, merke ich das alles nicht mehr. Jetzt kommt ein bisschen so der Sichuan-Pfeffer durch. Okay, hier haben wir Tofu mit Pilzen. Ja, der ist sogar noch gebacken. Ich bin so ein bisschen Soße hier mit. Es gibt hier sogar so kleine Spießlein. Wow. Okay, der ist ordentlich durchgebacken. Der Zimt schmeckt so ein bisschen wie so auf dem Weihnachtsmarkt. Ansonsten Zucker, ja, vom Zimt, ne? Knackig, salzig, ein bisschen Sesamgeschmack. So Leute, ich muss stark sein für den Content. Bitte lasst mich nicht Pilze essen. Nee, hat jetzt 40 Jahre gedauert. Dauert, glaube ich, noch 10 Jahre länger. Ja, bis Pilze bei mir ankommen. Oh, diese muss man erst umrühren. Im letzten Video wurde ich geratet. Ich bin jetzt eine 7 von 10 beim Mixen von Sachen. So. Die Runde Mixen ist hier nur eine 1 von 10, oder? Auch noch Pilze. Ja. In der Markthalle waren, die Ibing-Nudeln futtern. Das ist halt derselbe Mix aus Erdnüssen und Sesam. Du kannst so den Röstgeschmack richtig schmecken. Ja, und lass mal die Chili einfach probieren, ob die Labula ist. Was denkst du, ist es eine scharfe Chili? Ja, Xiaomi-Lao. Xiaomi-Lao. Schmeckt wie Paprika. Sehr schön, sehr schön. Wow. Ich glaube, wir haben viel zu viele Sachen. Mal kurz eine Sitzpause. Ich bin kein Pilzfan, deswegen für mich ist immer ein bisschen schwierig. Aber hier dieser gebratene Tofu, der ist richtig nice. Und so Gurkensalat ist natürlich, ich finde fast, das ist so ein deutsch-chinesisches Ding schon. Ich lebe vorher 6 Jahre in China. Ich kann mich nicht aktiv daran erinnern, dass ich Gurkensalat gegessen habe. Aber das ist auch, weil du hast so viel andere Auswahl. Dann brauchst du diesen schlichten Geschmack nicht. Aber ich mag das, ihr macht das mit dem Sesamöl. Ja, bei euch im Norden ist ja diese Gurken, wenn sie immer so mit dem Messer so. Aber Chengdu macht das nicht eigentlich. Haikonga, genau. Ist sehr lustig, wenn wir in Zigong sind. Diese ist ja, wie sagt man, die Sichuan-Küche mit sehr viel Salz. Aber das Essen ist so scharf, ich merke überhaupt nicht, dass es salzig ist, weil es brennt nur. Ja. Also das Hauptkriterium vom Essen war einfach, es ist zu scharf. Alles tot. Kein anderes Gefühl. Ja, ganz genau. Natalia,快点. Alles deiner, sorry. Siehst du, ich werde schon nervös hier. Ein Nickerchen später. Oh, 来了. 好，辣子鸡面，好，豆腐面。Okay, also auf geht's. Warum? Also hier ein großes Stückchen Latzehähnchen. Yum, yum. Wir haben ja mit dem Laden hier vorher kurz geredet und sie haben uns erklärt, sie haben eine eigene Interpretation von Sichuan-Gerichten. Also sie sind an Sichuan angelehnt, aber hier ist auf keinen Fall die Erwartung, dass du ein authentisches Gericht kriegst, sondern du kriegst ein Gericht mit der Idee aus Sichuan. Die Chefin ist ja selbst quasi so Mix.
ja, aus Sichuan und Nordchina. Und deswegen hat sie auch ihre eigenen Einflüsse natürlich dabei. Und dann gibt es bestimmte Gemüsearten, die es besonders in Sichuan gibt. Die gibt es ja in Deutschland gar nicht. Ja, oder sehr schwierig zugänglich. Und deswegen haben wir Gurke, Möhren, Rotkohl. Ja, also die Lieblingsvertreter so der deutschen Küche. Jetzt lass mal umrühren. Mich beschäftigt sowas, weißt du? Wenn jemand schreibt, deine Mix-Skills sind eine 7 von 10, dann ist so, okay, ich muss jetzt eine 11 werden. Okay, guck mal, jetzt haben wir hier schön auch das Öl mit reingemischt. Ja. Oh. Ihr habt gerade daneben, das war der Ingwer. Das war nicht das Hähnchen. Aber das war auch alter Ingwer, der war nicht so stark. Musst du auch gleich probieren. Gar nicht scharf. Ich finde, diese ist eher Nordgeschmack. Ja, ganz wenig von ihrem eigenen Chiliöl reingemacht, ja. Es ist so marginal scharf. So wie eine Sake-Schale, oder? Kann ich hier auch so trinken. Chiliöl. Chiliöl trinken. Mhm. Wenn ich es wieder esse, dann sage ich Bescheid. Also so in 4 oder 5 Videos. Dann kommt so plötzlich, ah ja, das hatten wir bei The Tree, den Geschmack. Und dann kann ich im Menü gucken. Chongqing Laze-Hähnchen kenne ich nicht. Die sind beide brutal scharf. Das eine wird auch frittiert, aber das ist eigentlich das Seltenere. Dieses ist ja nicht frittiert, das ist schon mal richtig. Hier ist einfach so eine Pfeffernote dran, ja. Und vielleicht zu Wuxiang, also so diese Mix, ja. Es gibt ein Gericht mit Schwein, sehr ähnlich dafür. Ich krieg das raus. Haltet in den Kommentaren Ausschau. Hier wird einfach der Tofu so daneben. Okay. Dann hast du eher so wie bei Zhajiang, so das Gehackte. Ich finde, ist gemixt mit Yazai. Das haben wir im Laze-Hähnchen, wirst du das auch nicht finden. Hier gibt es einen kleinen Sichuan-Pfeffer. Ich gucke, ob rot oder grün. Rote. Genau, und dann hier wieder diese gleiche Kombo. Also ich persönlich bräuchte das nicht, aber okay. Sehr gut, sehr gut. Mehr Chaos. Mehr Chaos. So, wenn wir früher mehr Chaos haben, gucken mehr Leute zu. Die Leute lieben Chaos. So. Also. 10 von 10 gerührt. Danke. Das tut gut für die Seele. Sehr cremig. Man hat so diesen super weichen Tofu. Gibt es auch kleine Erdnussstücken. Habe ich nämlich gerade vorhin aufgebissen. Ist ein bisschen schärfer. So eine 1. Ja. Die Kombo aus dem sehr weichen Tofu mit dem Sesamöl, dem Schweinegehackten, dann so die Nudeln. Super, super. Die Portion ist auch richtig gut. Also ganz wichtig, alle Sachen, die wir immer nehmen, die werden entweder im Team verteilt oder ich persönlich esse die noch auf, weil wir werfen nichts weg. Also, Tangyuan. Ich liebe Tangyuan. Wir machen ein Spezialvideo in der China-Serie. Der Titel wird allerdings nicht Tangyuan sein, weil ihre Name von der Person, die die Teigtaschen macht, ist Chao, so wie Shao Shou de Shao. Und ihre Berufung fürs Leben ist es Teigtaschen Seit über 40 Jahren in Chengdu auf Märkten faltet sie Teigtaschen. Und wenn ich in Chengdu lebe, ich gehe immer bei ihr Teigtaschen kaufen und sie macht halt Shaoshou, Zhongxijiao, Tangyuan und ich liebe das einfach. Und wenn wir zurück sind in Chengdu, ich gehe extra nochmal zu ihr und sie hat gesagt, wir dürfen sie filmen und wie sie arbeitet und wir haben mit ihr ein bisschen erzählt
Wir haben sie auch versucht zu rekrutieren, um nach Deutschland zu kommen, aber wir wissen, es ist super hart, hier ein Visum zu kriegen. Aber würde sie hierher kommen, Berlin würde sie einfach nur lieben, weil sie macht so geile Teigtaschen. Und in einem Tempo, wenn du Lynn zuguckst, wie sie Teigtaschen macht, das ist so halbe Geschwindigkeit. Weil wenn sie Teigtaschen macht, du siehst die Teigtaschen manchmal gar nicht, sondern du zählst hinterher nach und du hast so mitgezählt, oh, sie hat jetzt 3, 4 gemacht und dann plötzlich, nee, es sind schon 15. Tangen. Wow. Geil. Dieses Pulver. Und ich habe vergessen, was das für ein Pulver ist. Also ich würde jetzt gerade sagen, von allen Sachen, die hier sind, das ist am meisten Sichuan. Unten die Soße, boah, ist gerade so peinlich für mich, weil ich habe das schon 100-mal gegessen und ich kann es nicht mit den perfekten Worten beschreiben, außer dass es richtig lecker ist. Du hast die Soße, die auch bei Bingfen benutzt wird, was so ein bisschen nach Medizin schmeckt. Dann hast du das Pulver hier, was so seine eigene Süße hat. Das machst du aus Nüssen, so Nüsse und Zucker gemixt, super klein. Und dann hast du hier drinne, das ist es gibt der Tangyuan mit Füllung und ohne. Und dann ist das hier der Tangyuan mit Sesamfüllung, schwarze Sesam. Und ich liebe das einfach. Das ist kalt. Ein bisschen musste man warm machen, das untere. Ja. Naja, keine Alkoholgeschmack. Manchmal wird so aufgekocht und dann ist sowieso raus. Ja. Müsste man mal gucken, wie man das genau macht. Ja. Dürfen wir auf keinen Fall Lynn erzählen, sonst kommt Lynn sofort wieder. Ja, ja, klar, ich kann euch das mal machen. Weil sie hat das auf jeden Fall auch schon gemacht. Bei uns zu Hause, privat. Ich möchte auch ein bisschen immer noch Lynn Privatessen haben. So, Gatekeeping. Aber Lynn ist zum Beispiel gar nicht süß. Nee. Das ist Sojapulver. Sojapulver. Ach so, okay. Also Sojabohnen klein gemacht und dann gezuckert. Diese ist am nächsten, finde ich, dran für Sichuan-Küche. Ja? Ja. Wie du vorher gesagt hast, so die lokale deutsche Komponente. Ja. Genau. Aber ich finde, so ist auch ganz gut. Also, das sollte man auch ein bisschen an. Kann man machen, ja. Weil wir sind auch unser Geschäftspublikum eben auch lokal. Ja. Aber ich finde auch, so ist das gut, dass man Kunden ein bisschen anpassen und dass man besseren Zugang zu den Essen. Weil wenn du zu nach wie Original machen, das ist schwierig manchmal auch. Außer du nimmst nur Das ist richtig schwer, weil du brauchst immer die Zutaten. ja, aber Zutaten Und wenn das Schiff Verspätung hat, dann hast du nicht alle Sachen da. ja, aber jetzt heutzutage ist es schon einfacher, hinzukommen. Ja. Ist schon nicht mehr so schwer. Ja, aber weil nicht so viele machen, so wie sagt man, 100% versuchen das authentisch zu machen. Und die das machen, die sind dann sehr alleine. Naja, das liegt an dem Konzept, ne? Ja, genau. 这个辣子鸡面是四川口味的，因为我们觉得它不是那个辣。对啊，但是我忘跟厨房说了，给你们加辣。 Ja. Aber dieser Geschmack erinnert mich an ein anderes Gericht, aber ich komme leider nicht mehr drauf. Gibt so ein Schweinegericht. Schmeckt so. Wir haben unterschiedliche Zutaten und dann mischen wir das als Ja. Soße zusammen und dann mixen wir das mit Nudeln und Ja. dann kommt quasi die Topping. Ja. Unterschiedliche Fleisch, Kombination und so weiter. Genau, und deswegen können wir auch quasi die Geschmack steuern. Ja. Weniger scharf. Ja. Aber gerade in dem Fall habe ich vergessen zum Küchenexakt gesagt, wir haben einfach die regulären Standard Okay. gemacht. Ja. Und deswegen, das kann sein, dass die Maler ist nicht so intensiv. Ja. Ja, aber ansonsten können wir eigentlich, wenn die Kunden sagen,
Ja. die wollen die richtige, kräftige. Da haben wir auch immer in dem Fall immer da. Ja, extrem genau. stark. Aber Koch aus Sichuan würde die jetzt zum Beispiel gar nicht Ma machen. Ja, Weil Laziji ist immer ja. la 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 Das ist brennen. Das ist ja klar. Wenn wir wirklich so machen, 80% können das nicht mehr essen. Ja, das ist so wie das, normalerweise die Beschwerde manchmal auch schon. Muss trainieren. Ja, trainieren schon, aber ich bin immer der Meinung, so muss auch das attackieren, dass so einer richtige Geschmack und die Leute ein bisschen anpassen, Ja. dass die trotzdem genießen können. Ja. Das Essen ist trotzdem, sollte auch genießbar sein. Ja, Sollte ja. nicht so wie ein Spiel, ich kämpfe mit dem Geschmack, Ja. ich gucke, wie scharf ich essen kann bis Ja. dahin. Das finde ich dann ist witzige Art und Weise, ist auch ein Konzept, aber Ja. das ist auf jeden Fall nicht Ja. unser Konzept. Ja, ja. Ja, genau. Danke dir. Gerne. Wir brauchen wieder eine Beinpause. Oh. Blut weg. Also einzige, was wir aufgegessen haben, ist der Nachtisch. Super guter Sichuan-Geschmack. Bei den anderen hat sich immer so ein bisschen eingeschlichen, wurde einfach ein bisschen der Geschmack gemixt. So, also entweder mit einer deutschen Note oder mit anderen chinesischen Küchen. Für mich ein bisschen enttäuschend, aber ich gewöhne mich langsam an diesen Geschmack. Diese wurde leider der Küche nicht gesagt, dass wir das quasi Chongqing-Style haben wollten. Und deswegen war das gar nicht scharf. Die hier wiederum, die waren eine Chili, das war ganz okay. Ja, auch der Mix so aus dem Tofu und dem Schweinehack war super. Ja. Also das ist eine ganz legitime Gericht so mit so der Idee von Sichuan dabei. Die Snacks, kleiner Disclaimer, die haben wir aktuell hier unser Haus bekommen. Ich werde versuchen, die noch zu bezahlen. Wir gucken mal, wie das funktioniert. Guck da auf jeden Fall. Es wird wahrscheinlich später erst rauskommen, sobald das Asia Daily Video da ist. Guck das an, guck das Ende, weil das wird richtig lustig. Da gibt es einen harten Fight. Da geht's zur Playlist für die anderen Essensvideos aus Berlin. Und hier geht's zu einem Video, das hat der Algorithmus für euch ausgesucht. Viel Spaß, weiter gucken